Moin! Was geht ab hier? Guten Morgen aus Wien, beziehungsweise guten Mittag. Wir sind gestrandet. Und wie auch immer, zu fast jedem Videobeginn, ist der Polacco schon mal wieder am Fressen. Heute aber ganz besonderer Besuch, und zwar nicht nur im Topbody in Wien, sondern auch beim Trainer, bei Stefan. Und was heute ansteht, das erfahrt ihr gleich. Jetzt wird erstmal Energie getankt in Form von diesem, ich weiß nicht, was da reingekrabbelt ist, aber diesem wunderbaren Pink Lady Apfels. Super aufgespritzt. Keiner darf sich töten. Und the man himself. Servus. Was haben wir hier? Schaut nach Salz aus. Nicht das Pre-Workout, sondern das wird das Pre-Workout sein. Ganz cool. Wir haben hier die 100 Gramm direkt schon abgepackt. Und der Trainer hat mir natürlich für den maximalen Support das heiße, kochende Wasser gebracht. Jetzt mischen wir uns das Ganze hier nach Augenmaß an, verhaften die ganze Geschichte und dann wird trainiert. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Die ganze Klassenfahrt ist versammelt, nachdem ich hier erstmal mein Reispudding gesprengt habe, die ganze Schüssel übergelaufen ist und ich dezent abgefuckt war, weil das die Lieblingsmahlzeit bei mir am Tag ist. Ja, geht's jetzt rüber ins Gym. Trotzdem haben wir Kraft getankt und jetzt stehen Arme auf dem Programm mit dem Coach. Ansonsten, ja, gucken wir, was drüben abgeht. Wir sind jetzt 8 Weeks out und jetzt wird es Zeit, den Schalter umzulegen. Holt euch was zu essen und los geht's. So, guckt, wie ich aussehe. Man mag schon denken, das Training wäre vorbei, aber das steht uns noch bevor. Stefan hat mich durch ein schweißtreibendes Posing durchgeschändet und wir haben nochmal Posen angepasst. Kleine Feinheiten, wisst ihr, immer wichtig und das kann es am Ende ausmachen auf der Bühne. Ich bin sehr akribisch, ich übe jeden Tag mein Posing. Ich gebe da 110%, weil am Ende ist es die Kunst, die du auf der Bühne präsentierst und da höre ich auf sehr wenige, nicht mal eine Handvoll Menschen. Stefan gehört dazu. Deswegen haben wir vorher mal live abgecheckt. Stefan kann den Gameplan jetzt richtig schmieden für die letzten 8 Wochen, um eine Topform rauszuholen. Zufrieden bin ich aktuell ehrlich gesagt noch nicht. Würde ich aber ein bisschen Real Talk geben, aber ja, ich habe einfach das Vertrauen und gebe jeden Tag mein Bestes. Was anderes kann ich nicht tun. Aber Bestes geben heißt jetzt auch, denn wir trainieren Arme, Top Body Gym, so sieht's aus. Ich schmeiß mich noch, mal her, das kannst du zeigen. Söckchen. Ich schmeiß mich noch in die Hose, weil die Flugsocken, die bleiben dran, denn später können wir wieder einen Flug erwischen. Zeit für Überlegen, Zeit für Überdenken, Kapazität und Energie kostet. Und im Bodybuilding ist es in Wirklichkeit nicht unterschiedlich. Du hast jetzt zwar keine punktuelle Leistung, die du bringen musst, aber ganz einfach diese positive Einstellung, dieser positive Mindset zu sich selbst und das Vertrauen zu sich selbst und zu seinem Körper ist im Endeffekt genau das, was es dann möglich macht, dieses ganz obere Top-Prozent einfach rauszuholen. Und das muss glauben und das muss leben. Das muss glauben und das muss leben. Ja, das fällt halt schwierig, gerade in so einer Vorbereitung. Absolut. Und das fällt vor allem schwierig, wenn es jetzt sichtbar ist, dass es im Moment nicht so ist. Und das ist es ja. Warum? Ich rede mich selbst, das ist so eine Angewohnheit, ich rede mich halt nie gut. Ich gehe immer davon aus, dass es schlecht ist und ich rechne auch immer eher mit dem Schlechten als mit dem Guten. Also ich weiß nicht warum. Das lässt mich halt hart arbeiten. Ich habe diese Vorbereitung noch nichts gemacht, was du nicht gesagt hast. Es ist das Jahr des puren Vertrauens, sag ich mal. Also, weißt du, ich habe jetzt nicht, das habe ich nie gemacht, so irgendwas Scheiße gefressen und wenn ich es gemacht habe, habe ich Stefan gesagt. Aber ich meine auch in die andere Richtung zu viel gemacht. So. Mein Gewicht ist nicht gedroppt. Ich habe nicht auf einmal gesagt, ja komm, ich mache anstatt halbe Stunde Cardio, wie Stefan sagt, 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten. Da habe ich immer zu tendiert und das habe ich dieses Mal gelassen, weil ich diesem Mann einfach mittlerweile Alice and Air Vertrauenslevel ein Level und danach kommt auch erstmal lange nichts.
Und dementsprechend, ich bin der Soldat, Alter. Ich mache, was er sagt. Dein Tipp mit den Schultern hinten lassen. Ja, ist gut, ja. Game Changer. Weil ich habe immer den hier gemacht. Sehr starke, vordere, dominante Schulter. Nicht beabsichtigt. Leben lang halt Schrägbankdrücken in dem hier gemacht. Jetzt wirklich gucken. Ich kann dir nicht mehr den ganzen Stack weghauen. Unmöglich. Ist auch völlig egal, aber du bleibst gerade und kriegst so einen Druck im Trizeps. Das Problem ist halt, natürlich kannst du jetzt nicht den ganzen Stapel mit der vorderen Schulter wegdrücken, aber diese Startbewegung, die immer die schwer, du drückst es am Anfang mit diesem Knicker nach vorne einfach weg. Ja. Und wenn das Ding in Bewegung ist, jeder weiß, Masse, die schon in Bewegung ist leichter in Bewegung zu halten, als aus dem Todpunkt in Bewegung zu bringen. Außerdem ist nicht der Dyson-Staubsauger von Alice. Und der Alice ist auch nicht am Saugen, die ist selber am Trainieren gerade. Aber guck dir mal das geile Shirt hier an. Der Outlaw, der Boss of Outlaw hat jetzt Shirts am Start. Deswegen, hier ist die Website eingeblendet. Schaut vorbei, holt euch ein Consistency-Shirt. This is what matters, und Outlaw gibt es auch eine. Und kommt damit zum Olympia. Ist nur Outlaw-Merch oder Miracle Wear erlaubt. Genau, ja. Sonst raus. Was sagst du eigentlich zu meiner Haarpracht? Ja, ich habe schon gesehen, das ist ein komplettes Desaster. Hey, wir haben telefoniert vor 2 Tagen. Und der so, und uns, bitte geht zum Friseur. Aber der Coach hat erst geschimpft nach einigen Wochen. Und es ist soweit. Wenn ihr das Video schon seht, ist wahrscheinlich schon vollbracht. Haare ab? Mein großes Umstyling. Umstyling? Also an alle Germany's Next Topmodel Fans, seid gespannt. Wirst weinen? Vielleicht. Man Eigentlich weiß es müsste man nicht. das echt so machen. Man weiß es nicht. Vorhang vorm Spiegel. Man weiß Also ich es habe mich echt schon krass daran gewöhnt. Also Ja, das ist halt ein Bärenlook. ist einfach zugewachsen. Wir müssen ja Kuwait auch ein bisschen nach Wien bringen. Deswegen, so geht's auch schon besser. Jetzt sehe ich aus wie ein Hybridathlet. Wie viel Hybridathleten coachst du eigentlich aktuell? Kein? Oldschool Motherfucker. Nein. Kenn mich nicht aus. Ich, schamlos ehrlich. Aber was empfiehlt er mir? Die Endurance Line, den Perfect Recovery, bis der Intra drin ist. Und wisst ihr, was geil ist? Dieser Mann sitzt auch wieder hinter einigen geilen Produkten zusammen mit unseren Jungs bei ESN, mit meiner Wenigkeit mittlerweile auch, und entwickelt da richtig geilen Shit, der in Zukunft kommen wird. Also es geht wieder in die richtige Richtung. Es wird wieder auch geile Bodybuilding-Produkte geben. Endurance-Geschichte ist die eine Sache, schön und gut. Aber ihr wisst, der Kern Bodybuilding, und da braucht es jetzt auch kein 25. Flav-Ding für die Backweiber, sondern Stefan tüftelt wieder. Und was der verrückte Professor da raushaut, das trinke ich zum Beispiel auch gerade da. Was ist das drinnen? Ja. Ich habe schon 10 Kilo aufgebaut. Diesen Winkel hier, den du da siehst, den brauche ich auf 180 Grad. Also so. Na, ganz nach oben. Also so. Ja, eigentlich noch mehr. Jetzt haben wir vielleicht So. 110. Ja, jetzt wird es besser. Ja, aber ich komme ja da gar nicht zusammen. Ja, das ist ein bisschen ein Mobilitätsproblem. Und jetzt sehen wir auch die Problematik, warum der Trizeps wahrscheinlich nicht so wächst, wie er soll. Weil der So. Winkel hier offen. Ja, jetzt ist besser. Jetzt ist er offen. Direkt abspeichern. Also hier. Jetzt ist er offen. So. Diese Position ist So. wichtig. Gar nicht die, sondern die. Genau. Ja. Und wenn du direkt neben dem Kopf bist, ist schon einmal ganz gut.
Oben musst du feuern. Ja, genau. Drück meinen Finger weg. Yes. So besser? Ja, meinen Finger wegdrücken, den da. Dass diese große Schulter voll blockiert die Permalen an. Jetzt wäre eigentlich da, wo es So. am einfachsten wäre. Stellt sich die Frage, ob nicht einarmig am geschicktesten ist. Weißt du, was ich meine? Machen wir zweiarmig. Weil da ist dann kannst du es so machen, schau. Ja. Weil du müsstest eigentlich, schau her, wenn du es beidarmig machst, müsstest du eigentlich über Kreuz machen. Ja. So. Ich mache den Scheiß über 10 Jahre. Man weiß eigentlich, wie man trainiert, aber das sind genau die Nuancen. Es geht nur noch um Kleinigkeiten. Der muss mir nicht mehr beibringen, wie man Bankdrücken macht. Aber auf dem Level sind es die Nuancen. Und darum kümmere ich mich. Und darum werde ich der Beste der Welt. Ja, genau. Schau, da kommen die Stripes jetzt auch. Schau, siehst du das im Spiegel? Zack, zack. So, hier passt das so, oder? Jetzt bin ich super happy. Schau, das Gelenk ist komplett offen. Siehst du das? Ja. Oberarm bleibt komplett konstant und du spannst, da ist der Kontraktionspunkt. Und das ist ja genau das ist das, was wir brauchen. Schau. Genau das ist das, was dann das Oval gibt in der Doppelbizeps. Genau das. Und fang nicht an, mit dem abzufälschen, indem du den Oberarm dann anders rotierst. Du bleibst beinhart da. Ja. Boah, ganz anders Feeling. Geil, oder? Geil. Und dann, man hat jetzt Ich hab's auch richtig von der Dehnung gespürt. Du merkst dann auch, du willst dann mit dem Hufeisen anfangen. Und dann fängst du den Oberarm an, das zu drehen, sodass du den Hufeisen in die Bewegung reinkriegst. Und das hat nicht das Voll Das ist sein. auch für die Leute. Es ist eigentlich egal, wo du den Ellbogen hast. Eben, weil das habe ich auch nie gecheckt. Ich dachte, ich muss die möglichst hier haben, dass ich den langen Kopf treffe. Aber der lange Kopf, da kommt es eben nicht darauf an, ob ihr hier oder da seid, sondern ob ihr hier oder da seid. So ist es. Nee, das Und man sieht ja, er macht das auch großartig. Du musst halt wirklich in die Dehnung gehen, gell? Sonst kriegst du den gar nicht. Der muss wirklich gedehnt sein. Also da irgendwo oben am Kopf erst anfangen und da herumzuckeln, dehnt den langen Kopf halt gar nicht. ja Nathan. Schau wirklich, dass du nah dabei stehst, weil wenn die Kraft wieder von schräg kommt, ist auch kacke. Das soll wirklich von gerade unten konstant kommen. Das hat mich auch mal abgefuckt. Wir haben damals in Mexiko haben wir ja wirklich erst angefangen mit dem fokussierten Überkopf. Für meinen ersten Olympia waren wir ja in Mexiko im Corona-Trainingslager. Und da habe ich das dann mit Kurzhanteln gemacht, weil ich es über viel gesehen habe. Und muss sagen, ich hasse es mit Kurzhanteln. Du musst stabilisieren, du musst irgendwas machen. Geh ans Kabel, brauchst nicht mal so ein Tau oder so. Nimm einfach die Kugel, geh hinter und zack, zieh's raus. Unterleib. Der war der Satz. Gut, aber. Um den ging's. Ich weiß, in heutiger Science-Based Branche, wo alle sagen, du brauchst keinen Pump, bla bla. Ein guter Pump ist immer ein Indikator dafür, dass du irgendwo den Muskel auch triffst. Und wenn du irgendwas machst und dann gar keinen Pump hast, ich würde so nicht nach Hause Und gehen. Pump ist lustigerweise oder grundsätzlich weniger abhängig, natürlich Rahmenbedingungen, und es verschiebt sich die Intensität des Pumps mit Pumpbooster, Salz, Wasser, Kohlenhydrate. Aber Zero Carb entwässernd musst du trotzdem am Blutfluss sehen und merken ab der ersten Wiederholung. Und tust das nicht, dann kommt die Bewegung nicht an. Es ist ganz einfach. Wenn ich heute, für mich ist klassisches Beispiel Bankdrücken. Wenn ich während einer Bankdrückwiederholung nicht sehe, dass die Brust dicker wird, sondern die Brust auf gleichem Niveau bleibt, dann habe ich keine einzige Brustfaser je getroffen. Ich muss die Kontraktion des Muskels sehen und der Muskel muss dicker werden. Wenn er das nicht tut,
Prost im Arsch. Fühlt sich aber sehr safe an. Ja, Safe als frei. Das rutscht dir aus der Hand. Ja, die 15 Kilo ins Gesicht. Also, wurscht. Da hat eine Faust mal von meinen Brüdern, hat da schon mehr Karacho gehabt früher. Magst du den Friseur auch nicht gehen? Liebe Grüße, Sergej und Kai. Ja, eben. Die Trainingseinheiten mit Stefan sind sehr, sehr wichtig für mich. Extrem wichtig, um genau die Feinheiten und Details, die ich als Künstler in meinem Gemälde, aka meinem Körper, noch so raushämmern will, was unheimlich wichtig ist für Classic Physik. Das einfach noch aufs nächste Level bringt und noch nie hierher gefahren bin und nichts da dazu gelernt habe. Ja, komm jetzt. Verdammt. Es sind, glaube ich, erst irgendwann einmal gekommen, wie die Leute angefangen haben, Mobilitätsprobleme zu kriegen. 100 weißt du? Der erste irgendwann einmal in die 60er Jahre draufgekommen sind, Alter, ich habe so viel Muskeln aufgebaut, ich kann nicht mehr so machen, lass uns die Hand biegen. Und dann, ab dem Zeitpunkt ist alles schlechter geworden. Hat aber die SZ-Stange irgendeinen Vorteil, deiner Meinung nach? Du trägst andere Muskelgruppen, aber weil du halt natürlich in der neutraleren Stellung halt jetzt mehr Brachialis zum Beispiel vorbei hast und auch stärker bist natürlich, weil du mehr gleichzeitig Muskeln aktivierst. Nur die meisten verwenden ja nicht deswegen SZ-Stangen, um spezifisch andere Reize zu setzen, und sie verwenden die SZ-Stangen, weil sie gerade nicht mehr machen können. Ja. Und machen das Problem dann nur noch größer. Was sollst du den Leuten raten? Ja, wirklich wieder anfangen, auch mit leichtem Gewicht als Überprüfung Langhantel zu rudern, schauen, ob es geht, und wenn es nicht geht, halt wirklich so weit zu arbeiten, dass es geht und nicht die Übung auslassen. Ich sehe jetzt schon, nächsten 3 Wochen Hashtag Kienzelcurl. Alle weg von den Dingern. Marktpreise steigen in die Höhe. Alle machen die Übung. SZ. Verschenke meine SZ. Auf billig herzugeben. Das sind die Titelraps. Das sind die Titelraps. Das ist das, was ich dir damals immer nie geglaubt habe. Dann dachte ich, ja, ein bisschen abfälschen hier. Wenn du selber mit der Technik bis zum absoluten, wie sagt man, Ruhezustand kommst. Aber was ich gemeint habe, ist die Tatsache, dass die meisten glauben, das Muskelversagen ist viel, viel früher. Und das war jetzt sehr schön gezeigt, wie viel, wenn man seinen Geist zusammenfasst, man eigentlich doch noch korrekt kann. Ja, ich mache immer, bis nichts mehr sich bewegt. Aber es braucht extreme mentale Stärke. Ja, ist auch schwierig. Ich krieg's auch nicht jedes Mal hin. Deswegen bin ich auch nicht mehr festgefahren im Film. Ich mache immer nur 2 Sätze. Ich mache manchmal auch nur einen. Junge, die letzte war einfach nur für den Kollege. Aber wenn du so schnell abreißt. Full Stack. Echt jetzt, oder was? Ja. Ja, schau. Guck mal, wie wir uns über Jahre hochgearbeitet haben. Erstes Training mit Stefan, 25 bei der Maschine. Digga,
Ich bin auch so geistig gestört im Kopf. Ich weiß einfach noch die Gewichte vor 4 Jahren, die wir hier gemacht haben. 25, 35 in der ersten Arnolds Prep und jetzt sind wir auf 50. Ich weiß nur, dass ich das nie über 25 Kilo mein Leben gemacht habe, glaube ich. Was scheiße, Bizeps? Ja, ganz. Ja, Desaster eigentlich. Deadlift brauchst du. Ja, das Bizeps war Desaster. Intra gelehrt, sprich, letzte Übung steht an. Und da ich immer Arme mache und Schultern, wir aber auch bald auf den Flug müssen, heißt's Oskar Leschinski, a.k.a. Mr. Superset, ist back. Ne, ist ganz cool. Hier ist eine hintere Schultermaschine und da eine Seithebemaschine. Und da flitzen jetzt zwischen hin und her. Ich weiß nicht warum, aber meine Ansteuerung bei der Schulter ist auch aber so viel besser geworden nochmal. Ist crazy. Gerade Seitheben. Guck mal, Aufwärmsatz, die Schulter ist voll. Nach langer Zeit endlich wieder einmal in Action treffen mit Urs. Das letzte Mal haben wir uns ja in Dubai gesehen, aber da war er Tourist, ich eingespannt. Insofern war das jetzt bitter notwendig. Wir sind heute in erster Linie mal durchs Posing durchgegangen, haben noch ein paar kleine, feine Adaptionen gemacht, die ihr auf der Bühne sehen, werden sie sich richtig auszahlen. Jetzt noch ein brutales Armworkout durchgemetzelt. Ich bin happy mit dem Progress. Die Körperstruktur und die Körperform ist harmonischer geworden, fließender geworden. Und das ist ja vor allem in der Classic Physik das Ziel. Du solltest ja am Ende aller Tag oben stehen ohne Fehler. Diesem Ziel kommen wir wieder ein Stückchen näher. Wir sind jetzt in der 8 Weeks Out Mark. Sagen wir, die Hälfte der Wettkampfvorbereitung ist vorbei und wir werden unser Bestes tun, um den Titel nach Hause zu holen.